Das Projekt mit dem Touren BFA ist in den letzten Zügen. Heute mache ich ein paar letzte Umbauarbeiten und anfangen tue ich hiermit mit den Reifen. Mit einem Motor wie dem BFA 306 wird natürlich der Roller etwas schneller laufen als normal. Und damit die Fahreigenschaften möglichst gut sind und der Roller auch ruhig läuft, möchte ich die Reifen wuchten. Zum Wuchten des Rades verwenden wir diesen Bock hier, diesen Wuchtbock. Das ist eine relativ einfache Konstruktion mit 2 Lagern hier, in der die Achse läuft. Und hier ist schon eine Bremstrommel eingespannt, die wir schon bearbeitet haben, nämlich so, dass die genau in Waage ist und an keinem Punkt stehen bleibt, also im Prinzip schon ausgewuchtet ist. So, und da schraube ich jetzt dieses Rad auf und schaue, ob das Rad an einigen Stellen schwerer ist als an anderen. Jetzt habe ich mein Rad hier eingespannt, jetzt halte ich das mal an und gucke, ob sich das zu einer bestimmten Stelle dreht. Jetzt sieht man ganz gut, dass der Reifen an einer Stelle stehen bleibt, nicht ganz zufällig in der Nähe des Ventils ist der schwerste Punkt. Das erkennt man ganz gut. Ich kann das Rad mal hier hinstellen, dann läuft es in die Richtung und wenn ich es hier hinstelle, läuft es in die Richtung. Jetzt habe ich hier so kleine Gewichte. Das ist jetzt in dem Fall ein 5 Gramm Gewicht und das kann ich mit dieser Klebefläche in die Felge kleben. Am besten in die Unterseite, damit es auch von der Fliehkraft nach außen angepresst wird und nicht wegfliegt. Das Problem ist nur, man weiß ja nicht genau, wie viel Gramm da jetzt drauf gehören. Deswegen habe ich so Gewichte, die mit dem Klecks Knetmasse versehen sind. Und die kann ich dahin machen, um zu testen, wie viel Gewicht ich aufbringen muss. An der obersten Stelle bringe ich jetzt Gewichte auf und dann schaue ich, ob dann das Rad genau in der Mitte stehen bleibt. Okay, also man sieht, er braucht länger, um sich auszupendeln, aber es ist immer noch dieselbe Stelle, die unten stehen bleibt. Das heißt, ich muss noch etwas mehr Gewicht aufbringen. Jetzt nehme ich nochmal ein kleines 5 Gramm Gewicht und bringe das hier an und dann schaue ich mal, ob das immer noch passiert. Also der ist jetzt runtergefallen, die Knetmasse hat nicht mehr gehalten, aber zu dick will ich Knetmasse auch nicht drauf machen, weil das würde ja das Ergebnis verfälschen. Später kommt dieses Gewicht mit der Knetmasse hier wieder ab und ich ersetze das durch Gewichte mit richtigen Kleber. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Der Reifen bleibt an der gleichen Stelle stehen und an die gleiche Stelle kommen jetzt stattdessen Gewichte, die ich halt richtig festklebe mit dem gleichen Gewicht. Die Stelle, an die ich das Gewicht klebe, sollte natürlich auch immer fettfrei und sauber sein. Deswegen nehme ich ein wenig Bremsenreiniger, reinige die Stelle. Dann kann ich hier die Schutzfolie vom Kleber abziehen. Ich das möglichst weit hier rein, dass es nicht stört. Den letzten auch noch reinkleben, dass ich wieder das gleiche Gewicht habe wie vorher. Und jetzt sollte er in jeder Stellung stehen bleiben. Tut er. Dann kann ich das Rad wieder abbauen. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, was ich gesagt habe. Ich will hier viele moderne Teile mit so ein paar Sammlerstücken und irgendwelchen Oldschool-Accessoires kombinieren. Diese Sitzbank hier ist leider das letzte Sammlerstück, was übrig geblieben ist, weil alles andere irgendwie nur Probleme verursacht hat. Leider passt die vorne und hinten nicht. Ich finde die zwar sehr schön, sehr cool, aber ich kann weder einen Sitzbankzapfen verbauen, nur mit großen Änderungen, dann passt die von der Form nicht richtig. Und da ich ja vorhabe, mit dem Ding auch Langstrecken zu fahren, beende ich auch das jetzt hier und baue eine andere Sitzbank. Wir haben zum Glück auch sehr schöne Sitzbänke, die auch tourenfreundlich sind und gut aussehen. Wir haben hier eine Nisa-Sitzbank. Nisa hat seit einigen Jahren eine neue Sitzbanklinie für Vespa aufgelegt, die, wie ich finde, sehr gut verarbeitet sind, eine sehr gute Passform haben. Und das hier ist so ein Ancelotti-Style und mit weißem Keder und hier so einer etwas gröberen, strukturierten Außenbezug. Die finde ich sehr schön und sie hat auch noch den Vorteil,
dass sie auch noch ausreichend bequem ist für längere Touren. Und ja, genau, die werde ich jetzt verbauen. Und wenn ich die Sitzbank mal nur so drauf lege, dann sieht man schon, dass die eigentlich ganz gut passt. Sie schließt schön ab, lässt keine Lücke. Ist ein bisschen größer als der Rahmen, aber das ist auch das, was ich gerne haben möchte, um Touren fahren zu können. Und hier vorne geht sie sogar ein ganz kleines Stück über den Rahmen. Natürlich muss ich auch hier ein bisschen tricksen mit der Kombination mit dem Prototyp vom Tank, aber das klappt trotzdem ganz gut. Ihr seht, eine der letzten Arbeiten, die zu machen wären, ist die Lenkkopfabdeckung. Die meisten Teile der Elektrik sind schon angeschlossen. Es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Aber meine schöne Lenkkopfabdeckung, in die so viel Arbeit geflossen ist, dieses Sammlerstück von Stihl Motor, das hatte ich dann ja schon verschraubt auf dem Roller. Leider haben die Vibrationen auf dem Prüfstand ausgereicht, dass 3 von 4 Befestigungen ausgebrochen sind. Ich habe beschlossen, auch an der Stelle mit dem Sammlerstück aufzugeben. Und ja, habe jetzt also eine normale Lenkkopfabdeckung hergenommen. Ihr seht, die ist auch schon relativ weit. Ich habe die selber lackiert, wie man leider auch sieht. SIP-Tacho ist auch schon installiert. Es wäre also alles bereit, dass ich die Lenkkopfabdeckung jetzt darauf montiere. Mache ich aber nicht, weil es ist mal wieder etwas dazwischen gekommen. Ich habe mich nämlich entschieden, den Roller auf dem Nürburgring einzufahren. Und da der Nürburgring ein großer Kurs ist, wir fahren die Grand Prix-Strecke, die ist ungefähr 3 Kilometer lang, die hat aber relativ lange Geraden. Da kann ich also relativ schnell fahren und um da etwas mehr Sicherheit zu haben, bin ich auf die Idee gekommen, ich will einen Lenkungsdämpfer montieren. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, haben Sie schon mal gesehen. Das ist halt ein Dämpfer, der wird zwischen Lenkkopf und Rahmen verbaut und dämpft die Bewegung. Das heißt, man kann keinen Lenkkopf flattern oder ähnliche Effekte bekommen. Bei der Vespa ist es allerdings immer problematisch, sowas zu verbauen. Die ist dafür einfach nicht vorgesehen. Und ich denke mir jetzt mal aus, wie sowas vielleicht am besten klappen könnte. Und dazu baue ich als erstes mal die Kaskade ab. Ich nehme vielleicht als erstes mal diese Schraube da raus und gucke mal, wie sich das verschrauben lässt. Dann brauche ich hier eine Buchse, hier eine Halterung. Das Blöde ist, damit ich hier eine vernünftige Halterung habe, muss ich hier in meinem schönes Chassis reinbohren, was ich eigentlich auf gar keinen Fall tun wollte. Naja, ich habe jetzt die Teile gefunden, die ich brauche. Ich will hier ich habe noch so einen zweiten Kugelkopf gefunden oder mir geholt und den werde ich jetzt hier verschrauben. Dann nehme ich so Karosserieunterlegscheiben, damit das auch nicht flext. So brauche ich nur ein Loch, ein 6 mm Loch. Das kommt hier an die Stelle. Genau, und damit ich da reinbohren kann, werde ich als erstes mal körnen. Den nehme ich wieder ab. Das hier sind Buchsen, die eigentlich für die Aufnahme der Blackbox oder der CDI sind. Und die passen hier genau rein. Und genau, die habe ich da schon drin. Nur der Innendurchmesser ist ein bisschen zu klein für meine 6er Schrauben. Also bohre ich die ein kleines Stück auf und dann kann ich damit genau das adaptieren, dass das spielfrei montiert wird. Noch ein Löchlein in die Karosse, dann kann man es verschrauben. Der Kugelkopf darf sich nicht bewegen, also mache ich eine große Unterlegscheibe, der über die Kugel geht. Noch eine zweite Karosserieunterlegscheibe und darauf wird dann das andere Ende verschraubt. Die Kugel bewegt sich nicht mehr, aber ich kann es schön ausrichten am Anfang und dann sollte das gut funktionieren. Kann ich dich missbrauchen kurz? Kannst du mal mit der Knarre das hier festziehen? Auf keiner Seite flext irgendwas und nichts berührt. Voller Einschlag ist vorhanden. Hier bewegt sich nichts. Lenkradschloss funktioniert auch. So wollte ich das haben, so habe ich mir das gedacht und so ist es sogar geworden.